Das Nintendo 64 übertrifft all eure Erwartungen mit einer unglaublich realistischen 3D-Grafik und einem nie dagewesenen Spielgefühl und Spielerlebnis. Entdeckt mit dem Nintendo 64 neue Welten. Eine neue aufregende Generation von Hard- und Software erwartet euch. Das ist es, die Power von Nintendo 64. Die treibende Kraft der neuen Dimension von Videospielen, die alles bisherige in den Schatten stellt. Kein System wird in absehbarer Zeit Vergleichbares bieten können. 360-Grad-Bewegungen in jede Richtung, echte dreidimensionale Grafik in einer Qualität, die euch umhauen wird, digitaler Stereo-Sound und eine unglaubliche Spieltiefe. Und das ist längst nicht alles. Plug and Play. Einfach einschalten und los geht's. Keine lästigen Ladezeiten, der Spielspaß kann sofort beginnen. Der multifunktionale Nintendo 64 Controller mit eingebautem analog 3D-Joystick ist einfach revolutionär. Der Controller enthält noch eine weitere faszinierende Neuheit, das Nintendo 64 Controller Pack Speichermodul. Übrigens, der in die Konsole integrierte 4-Spieler-Adapter erlaubt bis zu 4 Spielern gleichzeitig zu spielen. Und jetzt heißt es festhalten. The New Dimension of Fun. Hello, it's me, Mario. Willkommen in der Welt von Super Mario 64, der neuen Spielesensation von Nintendo. Folge Mario in sein erstes dreidimensionales Abenteuer. Hier hast du die völlige Bewegungsfreiheit. Mit dem analogen 3D-Joystick hast du die totale Kontrolle. Bewege den Joystick ein wenig und Mario schleicht. Bewege ihn schneller und Mario fängt an zu laufen. Bis hin zum Rennen, stufenlos in jede Richtung. Auf ins Schloss, Mario! Hinter diesem Gemälde befindet sich die erste Welt. Bowser hat alle Powersterne geklaut und in den einzelnen Welten versteckt. Springe durch die verschiedenen Gemälde und hilf Mario auf seiner Suche nach den Sternen. Wen haben wir denn da? Ah, wenn das keine alten Bekannten von Mario sind? Wähle deine Kamera, bestimme jede beliebige Perspektive und verschaffe dir den totalen Überblick. Dieses Spiel hat's in sich. Einige Sterne sind streng bewacht, andere dagegen gut versteckt. Knifflige Rätsel und jede Menge spannender Abenteuer warten auf dich. Mit den Sternen öffnen sich die Türen zu den unglaublichsten Welten.
dieser Welt kannst du 7 Sterne finden. Einen dieser heiß begehrten Sterne erhältst du, wenn du das Rennen gegen den Riesenpinguin gewinnst. Durch die freie Wahl der Perspektive hast du die Schneemänner immer im Blick. Im Lava-Level geht's ganz heiß her. Brenzlige Abenteuer warten auf dich. Eine der schwierigsten Aufgaben erwartet Mario im Land der Regenbogen. Schwing dich auf einen fliegenden Teppich und ab geht's in schwindelerregende Höhen. Bowsers Luftschiff wartet schon auf dich. Aus luftigen Höhen geht's ins kühle Nass. Durchsuche unter Wasser versunkene Schiffe, finde verborgene Schätze, Bowsers U-Boot und noch vieles mehr. Doch Vorsicht, manch einer hat dich zum Fressen gern. Mario hat noch jede Menge andere Überraschungen auf Lager. Suche die 3 Schalterpaläste, denn dann hast du die Möglichkeit, dich zu verwandeln. Mit den blauen Ausrufezeichenblöcken erhältst du eine Tarnkappe, denn dann kannst du durch einige Wände und sogar durch Feuer laufen. Als Metall-Mario hast du eine glänzende Rüstung an, die dich für kurze Zeit unverwundbar macht. Damit sind auch Unterwasserspaziergänge kein Problem. Hasta la vista, Baby. Und jetzt geht's wieder in die Lüfte. Frei wie ein Vogel fliegst du über die Wüste. Überwinde den Treibsand und erforsche das Innere der Pyramide. Dabei erweist du dich als echter Kletterkünstler. Pass gut auf, denn der Wächter der Pyramide hat sich sehr gut versteckt. Und das ist noch längst nicht alles.
Bevor es jetzt mit Pilotwings 64 weitergeht, zeigen wir dir Bowser. Pilotwings 64 ist ein ganz besonderer Flugsimulator, mit dem du die verrücktesten Flugobjekte steuern kannst. Zum Beispiel den Drachenflieger, den Raketenrucksack oder den Gyrocopter, eine Mischung aus Flugzeug und Hubschrauber. Nehmen wir den Drachenflieger, stürze dich mit ihm in die eisige Schlucht und durchfliege dabei möglichst viele Ringe. Achte auf die Windverhältnisse und ziehe rechtzeitig nach oben. Besonders schwierig ist die perfekte Landung, für die es jedoch eine hohe Wertung gibt. Der Raketenrucksack ermöglicht eine präzise Steuerung. So kannst du sogar durch enge Tropfsteinhöhlen fliegen. Der revolutionäre Analog-3D-Joystick des Nintendo 64-Controllers kommt auch bei Pilotwings voll zum Einsatz. Du erlebst ein perfektes Fluggefühl und kannst die Perspektiven beliebig wählen. Sogar in die Pilotenperspektive. Der Gyrocopter braucht eine lange Start- und Landebahn. Er ist das schnellste Fluggerät und du kannst die halsbrecherischsten Manöver mit ihm ausführen. Versuche Silber oder Gold zu holen, denn dann erwarten dich ein paar außergewöhnliche Überraschungen. Du musst mit mehreren Fallschirmspringern Formationen bilden und dann sicher und gezielt landen. Versuche mit dem Jumble Hopper möglichst schnell über die Inseln zu hüpfen. Als Birdman fliegst du frei wie ein Vogel und kannst dir in Ruhe alles ansehen. Oder du gehst als menschliche Kanonenkugel in die Luft. Neben tropischen Inseln, arktischen Gebieten bietet der amerikanische Kontinent die bekanntesten Sehenswürdigkeiten, wie Mount Rushmore à la Miyamoto. Wie wär's mit einem Erinnerungsfoto vom Space Shuttle? Bei Pilotwings bekommst du dafür sogar Punkte. Schön anzusehen sind auch die Wiederholungen von deiner besonders gelungenen Landung. Pilotwings ist der vielseitigste Flugsimulator, den du je gesehen hast.
Und nun zu Wave Race 64. Hast du deinen Neoprenanzug schon an? Denn jetzt stürzt du dich in die Wogen von Wave Race 64, dem total realistischen Jetski-Rennen. Final round. Good luck. 3, 2, 1, go! Du trittst im Rennmodus gegen 3 Computergegner an und musst möglichst geschickt die Bojen umfahren. Laufend wechselnde Witterungsbedingungen haben direkten Einfluss auf den Seegang und dein Fahrverhalten. Die Wellenhöhe, Windrichtung und Stärke variieren ständig. So wird jede Runde anders. Je besser deine Platzierung, umso mehr Punkte bekommst du. Dadurch kannst du dich für die nächste Runde qualifizieren. Nutze den hohen Wellengang bei dieser stürmischen See zu deinem Vorteil. Doch aufgepasst, jeder deiner Fehler wird gnadenlos ausgenutzt. Jeder Fahrer besitzt unterschiedliche Qualitäten, die du individuell einstellen kannst. Achte immer auf die Position deiner Konkurrenten. Über diesem See liegt dichter Nebel. Im Laufe des Rennens lichtet sich der Nebel und die Bäume spiegeln sich auf der glatten Wasseroberfläche. Rase durch die Kanäle der Großstadt. Die Neonpfeiler und beleuchteten Bojen zeigen dir die kürzeste Strecke durch den Tunnel und über die vielen Sprungschanzen. Jede Rennstrecke wird besonders angekündigt. Welcome to Sunset Bay. Start your engine. 3, 2, 1, go! Wenn du im richtigen Moment Gas gibst, legst du einen super Start hin. In der Abenddämmerung schimmert das Wasser rot und die tiefstehende Sonne blendet dich. Die Fahrt durch den Hafen ist eine der schwierigsten und anspruchsvollsten Aufgaben im gesamten Spiel. Im Tunnel verändert sich sogar das Geräusch des Motors durch den Hall. Eine aufgewühlte See und enge, kurvenreiche Passagen erfordern waghalsige Überholmanöver. Rempeleien sind hier an der Tagesordnung.
Jetzt ist es an der Zeit, dein Können im Stunt-Modus unter Beweis zu stellen. Mit dem analogen 3D-Joystick kannst du die verrücktesten Stunts und Manöver ausführen. Um den Highscore zu schlagen, musst du spektakuläre Sprünge durchführen und dabei möglichst viele Ringe durchfahren. Auch hier machen sich die unterschiedlichen Eigenschaften der Fahrer bemerkbar. Das ist der Auswahlbildschirm für den Zweispieler-Modus. Hier kannst du dir mit einem Freund die heißesten Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Und jetzt noch ein paar Highlights. Das war Wave Race 64. You're the champion! Congratulations! Übrigens, alle 3 Spiele gibt's mit deutschem Bildschirmtext. Und nicht nur diese. Okay, und jetzt zu dem Teil, der wohl am meisten interessiert. Wo, wann und wie kann ich das Nintendo 64 bekommen? Eigentlich ganz einfach. Ab dem 2. Januar 97 beginnt die Vorverkaufsaktion beim Nintendo-Händler. Den Nintendo 64 Bestellcoupon gibt's entweder im Geschäft oder im Nintendo 64 Sonderheft, das überall ausliegt. Mit dem Coupon könnt ihr euch ein Nintendo 64 sichern und ab März 97 euer eigen nennen. Auf beiden Couponvordrucken Name, Vorname, Adresse und Telefonnummer ausfüllen und damit ab 2. Januar 1997 zum Nintendo-Händler gehen.
Ausgefüllten Bestellcoupon beim Nintendo-Händler abgeben, 64 Mark anzahlen und den Anzahlungsbeleg vom Händler abstempeln und unterschreiben lassen. Anzahlungscoupon und Kassenbon unbedingt aufheben. Ab 1. März 97 treffen die Nintendo 64-Konsolen und Software beim Nintendo-Händler ein. Sobald die brandneue Nintendo 64-Konsole bereit liegt, informiert der Händler telefonisch. Bitte beachten, dass anfangs nur limitierte Mengen zur Verfügung stehen. Eine frühe Vorbestellung hat eine entsprechend frühe Auslieferung zur Folge. Nach Benachrichtigung durch den Händler den abgestempelten Anzahlungscoupon und den Kassenbon über 64 Mark beim Nintendo-Händler vorlegen und den Restbetrag bezahlen. Und dann ist man mit Sicherheit einer der ersten stolzen Nintendo 64-Besitzer. Nintendo 64, The New Dimension of Fun.